Das türkische Parlament hat jetzt die Pläne von Präsident Erdogan für eine 20-jährige Steuerbefreiung für Ausländer, die in der Türkei leben, für gut geheißen. Damit kann man wirklich nur sagen, Vorhang auf für das Dubai am Bosporus, und was das Ganze für dich zu bedeuten hat, das werden wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. Ich hatte ja schon vor einigen Wochen ein Video gemacht zu diesem Thema. Du kannst dich vielleicht erinnern, der türkische Präsident Erdogan hat ein sensationelles Innovation- und Investitionsprojekt vorgestellt. Natürlich will man hier profitieren von der prekären Situation im Mittleren Osten, der Unsicherheit, die sich durch den Krieg im Iran ergeben hat. Er will wohlhabende Ausländer anlocken, in der Türkei zu leben, und hat hier vor einigen Wochen ein sensationelles Paket angekündigt, aber wohlgemerkt nur angekündigt. Das war damals noch nicht Recht und Gesetz. Kernstück dieser Maßnahme war eine 20-jährige Steuerfreiheit für sämtliche ausländischen Einkünfte von Personen, die in die Türkei zurückziehen. Also nicht nur ausländische Staatsbürger, sondern eben auch türkische Staatsbürger, die einige Jahre im Ausland gelebt haben, die jetzt in die Türkei zurückkommen. 20 Jahre Steuerfreiheit. Also wenn du zum Beispiel ein Aktiendepot in der Schweiz hast, dann würdest du aus Erträge auf diesem Depot absolut keine Steuern zahlen. Wenn du Krypto hast, würdest du keine Steuern zahlen. Wenn du ausländische Unternehmen hast, die dir Dividende ausschütten, würdest du keine Steuern bezahlen. Wenn du Provisionen bekommst aus dem Ausland, würdest du die nicht besteuern müssen. Wenn du ausländische Mieteinnahmen hast, dann musst du sie in der Türkei nicht besteuern. Also im Grunde genommen alles, was ausländische Einkünfte sind, was mit der Türkei nichts zu tun hat, wo du nicht vor Ort in der Türkei aus arbeitest, wo du jetzt keinen Job in der Türkei hast, wo du kein Unternehmen in der Türkei hast. All diese Einkünfte sollen komplett steuerfrei sein, und das für 20 Jahre. Und sie sind nicht nur steuerfrei, du musst sie nicht mal in der Steuererklärung in der Türkei angeben. Das heißt, das Ganze ist auch extrem pflegeleicht und mit extrem wenig Aufwand verbunden. Das hat Erdogan vorgestellt. Wie gesagt, das ist das Kernstück. Es gibt da noch einige andere sehr attraktive Maßnahmen. Für manche Unternehmen soll die Körperschaftssteuer drastisch gesenkt werden, bis zu 9%. 9%, das erinnert dich wahrscheinlich an etwas. Genau, das ist der Körperschaftssteuersatz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auch die Erbschaftssteuer für diese Personen soll extrem abgesenkt werden, nämlich auf 1%. Das alles hat Präsident Erdogan vor einigen Wochen präsentiert. Das Ganze wurde dann letztlich in einen Gesetzestext gefasst, und letzte Woche, Ende Mai 2026, hat das türkische Parlament tatsächlich dann diesen Plan von Präsident Erdogan in Rekordgeschwindigkeit in Recht und Gesetz gegossen. Es ist jetzt also tatsächlich Gesetz in der Türkei. Präsident Erdogan hat jetzt wiederum 2 Wochen Zeit, durch Veröffentlichung des Gesetzes im Amtsplatz dafür zu sorgen, dass das Gesetz dann auch in Kraft treten kann. Und kein Zweifel daran, wird er das natürlich auch tun. Es gibt jetzt natürlich noch den ein oder anderen Stolperstein. Also zum Beispiel die Aufenthaltstitel in der Türkei sind ja nicht immer so einfach zu bekommen oder auch zu verlängern. Hat man in den letzten Jahren gesehen. Also da bringt ja die Steuerfreiheit nichts, wenn ein Aufenthaltstitel dann nicht verlängert wird. Also da muss möglicherweise schon nochmal nachgebessert werden. Aber unter der Annahme, dass das alles natürlich geregelt wird, mit dem Visum kann man, glaube ich, die positiven Wirkungen nicht unterschätzen. Was sind die Vorteile der Türkei? Anders als zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate, wo man ja immer ein bisschen so den Vorwurf macht, das ist alles ein bisschen künstlich, ist die Türkei ein riesiges Land mit verschiedenen Klimazonen. Da gibt es tatsächlich Jahreszeiten mit ganz tollen Städten, angefangen sicherlich bei Istanbul. Ich war selbst das letzte Mal vor einem Jahr ungefähr in Istanbul und war sehr beeindruckt. Denn die ganze türkische Adriaküste natürlich wunderschön, sehr beliebt bei Touristen. Die Lebenshaltungskosten sind relativ günstig. Es ist natürlich ein Land der Kontraste, das ist ganz klar. Und es ist natürlich auch ein Land, wo jetzt nicht alles perfekt ist. Auch das ist mir natürlich klar. Aber wenn man darauf wartet, dass etwas perfekt wird, dann kann man sehr lange warten, oder dann steigt man eben erst ganz am Ende eines Investitionszykluses ein. Die Emiratis in den Vereinigten Arabischen Emiraten haben auch nicht gewartet, bis alles perfekt ist. Sie haben einfach angefangen zu bauen. Sie haben einfach das Ganze hochgezogen. Menschen, die damals am Anfang investiert hatten, konnten dann riesige Renditen auf ihre Investitionen erzielen. Das Gleiche könnte man auch über andere Länder sagen, wie zum Beispiel Singapur oder auch Mauritius, die sich ja in den letzten Jahrzehnten ganz enorm entwickelt haben. Und zwar kann auch die Türkei ein solches Potenzial haben. Das heißt, jetzt könnte es für dich tatsächlich interessant sein, in den guten Lagen dort zu investieren, denn es ist ja davon auszugehen, dass solche Immobilien in den nächsten Jahren enorm an Wert zugewinnen werden. Der große Vorteil an dieser Regelung ist, dass sie eben für 20 Jahre gilt, und 20 Jahre sind eine lange Zeit. Wenn du dir das vorstellst, mal angenommen, du hast jetzt eine Familie, du hast
schulpflichtige Kinder, dann erlauben dir im Grunde 20 Jahre irgendwo zu leben, deine Kinder zur Schule zu schicken, in eine gute internationale Schule oder Privatschule, gleichzeitig dann im Ausland ein steuerfreies Vermögen aufzubauen. Du hast Planungssicherheit, du hast einen Planungshorizont. Das ist ja oftmals das Problem an solchen Steuersparmodellen. Also Portugal 10 Jahre, Spanien Beckham Law zum Beispiel 7 Jahre, Zypern Non-Dom ist auch 17 Jahre, ist auch ein langer Zeitraum. UK, als es damals den Non-Dom-Status gibt, waren auch 5 Jahre. Also das ist natürlich eine positive Regelung. Das sind also lange Zeiträume, die Familien wirklich erlauben zu planen, die Ausbildung der Kinder zu gestalten und gleichzeitig eben doch ein erhebliches Vermögen im Ausland komplett steuerfrei aufzubauen. Besonders interessant natürlich auch die Nähe der Türkei, die gute Erreichbarkeit. Die Türkei ist ja schon heute sehr beliebt. Ganz besonders kann man das über Deutschland sagen. Beide Länder haben ja ein langjähriges, sehr positives Verhältnis. Es gibt viele türkischstämmige Deutsche, also ein gewisses Vertrautsein zusammen. Wie gesagt, viele gehen dorthin in Urlaub. Viele Senioren sind in die Türkei umgezogen, leben dort. Es gibt sehr gute Fluganbindungen mit allen möglichen Fluggesellschaften. Und es ist eben nicht so weit wie jetzt zum Beispiel Thailand oder auch Dubai, sondern man ist im Grunde genommen ein bisschen weiter als Griechenland vielleicht. Oder wenn du dir Rhodos anschaust, dann ist es gar nicht groß weiter. Sehr positiv in diesem Kontext ist natürlich auch zu bewerten, dass die Türkei ein Citizenship by Investment Programm hat. Du kannst die türkische Staatsbürgerschaft erwerben und du bekommst sie praktisch komplett kostenlos. Und das funktioniert schlicht und ergreifend, indem du dir eine Immobilie kaufst. So, wenn du jetzt sagst, du willst in den türkischen Immobilienmarkt investieren aufgrund dieser Entscheidung, oder du willst dorthin umziehen und willst ja deswegen ein Haus kaufen für deine Familie, dann kriegst du praktisch die Staatsbürgerschaft einfach so obendrauf. Jetzt muss man sagen, dass es da natürlich auch ein paar Haken gibt. Zum Beispiel gibt es Militärdienst in der Türkei nur bis zu einem bestimmten Alter und man kann sich dann dort auch rauskaufen, wenn man möchte. Also auch da gibt es Lösungen, aber eben das ist auch etwas, was man natürlich planen muss, gerade wenn man Kinder hat. Man möchte ja nicht letztlich der deutschen Wehrpflicht entfliehen, sondern zur türkischen Wehrpflicht verurteilt werden. Ich meine, das ist natürlich nicht besonders angenehm. Aber das betrifft natürlich insbesondere junge Menschen. Und hier müsste man dann über Abwesenheiten oder eben über die entsprechende Möglichkeit, dort herauszuoptieren, dann entsprechend planen. Aber eben, gerade aus unserer Perspektive, wenn wir jetzt über Plan B sprechen, du bist nicht in der Europäischen Union, du bist aber sehr nah an Europa dran. Die Türkei ist ein glaubwürdiges Land, nicht irgendeine Steueroase. Das heißt, du wirst hier in puncto Kontoeröffnung bei ausländischen Banken mit einem türkischen Wohnsitz in der Regel eigentlich kein Problem haben. Gleichzeitig hat die Türkei aber natürlich viele Doppelbesteuerungsabkommen, unter anderem mit Deutschland. Das heißt, ein Abkommensschutz besteht ja auch hier und das ist ja wichtig, gerade wenn du ein solches steuerfreies Programm wählst, muss man aufpassen, dass man eben nicht nur in die erweiterte beschränkte Steuerpflicht fällt. Das ist sicherlich auch etwas, was man dann bei der Planung berücksichtigen muss. Auch wenn die Türkei natürlich herkömmlich kein Niedrigsteuerland ist, aber wir wissen ja zum Beispiel, Nutzer vom Beckham Law in Spanien, die genießen keinen Abkommensschutz. Da gilt man also, wenn man Beckham Law nutzt, als eine Person, die in ein Niedrigsteuerland umgezogen ist, mit all den unangenehmen Implikationen, die das hat. Da muss man abwarten, was da hinsichtlich der Türkei entschieden wird. Also, alles in allem, meiner Meinung nach, ein wirklicher Meilenstein, etwas, woran viele Mandanten interessiert sein werden. Insbesondere, wenn man sagen kann, okay, ich etabliere jetzt meinen Wohnsitz in der Türkei. Ich bin dort steuerlich erfasst. Hier ist mein Standort. Aber man dann im Grunde genommen tatsächlich die Flexibilität hat, weltweit zu reisen. Einen solchen Wohnsitz in der Türkei zu etablieren, wird eben aufgrund der relativ moderaten Lebenshaltungskosten mit nicht allzu großem finanziellen Aufwand verbunden sein. So kann man eben Rechtssicherheit, einen steuergünstigen Wohnsitzstaat und maximale Flexibilität dann auch wirklich kombinieren. Was für viele, die vielleicht reisend sind, sehr interessant ist. Generell hat ja die Türkei keine reine 183-Tage-Regelung. Das heißt, allein die Tatsache, dass sich dein Wohnsitz dort befindet, insbesondere wenn es dein einziger langfristig zur Verfügung stehender Wohnsitz ist, bedingt schon die unbeschränkte Steuerpflicht, was du ja in diesem Fall, wenn du dieses Programm nutzt, auch gerne in Anspruch nehmen möchtest. Das heißt, du musst dort nicht, anders als sagen wir zum Beispiel mal Spanien, wenn du dort Beckham Law nutzen willst, oder auch Thailand, dann 180 bzw. 183 Tage pro Jahr dort dann tatsächlich anwesend sein. Wobei, in gewisser Weise sind das jetzt auch noch Spekulationen von mir. Wer weiß, ob es nicht für dieses spezielle Programm dann auch noch weitere Zusatzregelungen gibt. Das müssen wir abwarten. Also es wäre jetzt nicht seriös von mir, hier vorzugreifen. Wichtig ist, das türkische Parlament hat in dieser Sache entschieden und hat sich dafür ausgesprochen. Ich würde mir an deiner Stelle, wenn du dich mit der Türkei anfreunden kannst, schon mal anfangen, damit auseinanderzusetzen, was das konkret bedeuten könnte. Wie könnte das für dich konkret funktionieren? Ich habe es vorhin schon gesagt, sicherlich ist die Türkei kein perfektes Land. Aber wie ich es immer wieder sage, auch Mandanten, das Perfekte ist der Feind des Guten. Du wirst kein perfektes Land finden und es wird immer Dinge geben, die nervig sind. Es wird immer Mängel geben, gerade natürlich in Ländern wie der Türkei. Das ist mir völlig klar. Aber darin liegt meiner Meinung nach die große Chance. Denn wenn alles perfekt ist, dann sind meistens die Preise eben nicht mehr perfekt, sondern eben auch ziemlich hoch. Also,
An dieser Stelle tolle Sache in der Türkei. Ein großer Glückwunsch an die türkische Regierung, an das türkische Parlament. Dort hat man erkannt, wie man erfolgreich regiert. Da sollten sich mal unsere dämlichen Politiker in Europa, in Deutschland eine dicke Scheibe abschneiden. Dort redet man nur über Steuererhöhungen. Dort will man Innovation, dort will man Investition im Keim ersticken und unmöglich machen. Hier sollten sich mal unsere ach so feinen Politiker mal wirklich etwas abschauen von dem, was die Türken da machen und wie sie sich hier positionieren. Ich habe eine Hochachtung davor, großen Respekt. Bravo auf die Türkei. Und ich hoffe es und ich bin fest davon überzeugt und ich wünsche es dem Land sehr, dass dadurch sehr viele Investoren aus dem Ausland angezogen werden. Die Türkei hat es sicherlich verdient und ich freue mich drauf, das Ganze so von der Seitentribüne ein bisschen mitverfolgen zu können. In diesem Sinne, wenn auch du dich mit dem Thema Auswanderung auseinandersetzt oder auch mit dem Thema Plan B, dann freue ich mich natürlich, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu in diesem Video, alles weitere auf unserer Webseite. Ich selbst habe Deutschland schon vor 25 Jahren verlassen, habe die EU tatsächlich schon vor 25 Jahren verlassen, beziehungsweise jetzt 26 Jahre. Ich habe es nie bereut. Ich denke, du wirst es auch nicht tun. Wir helfen Mandanten wie dir dabei, sich im Ausland steuerlich optimiert aufzustellen, sei es in der Türkei oder in einem anderen interessanten Land. Das darfst du dir seit 20 Jahren tun. Wir helfen dir ebenso dabei, zweite Staatsbürgerschaften, Aufenthaltstitel und natürlich Konten im Ausland zu bekommen. Und in diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.